Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Life Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und in die Videos. Und ich versuche, so viel wie möglich aus psychologischer und aus philosophischer Sicht das Ganze zu betrachten und verschiedene Layers, Perspektiven aufzuzeigen, die in diesem Song sein können. Mm, Das heißt, ich versuche, das heißt, das, was Musik kann, ist uns miteinander zu verbinden, weil sie uns die Plattform und den Raum bietet, dass wir uns darin wiederfinden können, dass wir dort unsere eigene Geschichte rein projizieren können oder die Lyrics so gut uminterpretieren können, dass sie auf jeden Fall perfekt zu uns passt. Und gleichzeitig bietet sie uns die Möglichkeit, uns empathisch hineinzuversetzen in den Künstler. Und Ren bietet unter anderem genau solche Sachen. Das heißt, kennen einmal die Geschichte von Ren, seinen Weg, den er gegangen ist, und können dort empathisch immer wieder Bedeutungen finden. Und gleichzeitig finden wir aber auch unsere eigene Bedeutung bezogen auf unsere eigene Geschichte. Und ich versuche, Dynamiken aufzuzeigen, ich versuche, Geschichten aufzuzeigen, was mir mal mehr und mal besser, also mal mehr gut und mal weniger gut gelingt. Von daher bin ich immer auf eure Hilfe angewiesen. Denn wenn ich irgendwas verpasst habe, irgendwas nicht gesehen habe, was gut passieren kann, dann wäre es cool, wenn ihr in die Kommentare eure Version, eure Interpretation und auch vielleicht eure Insights über den Künstler noch teilen würdet. Weil ich liebe es, meinen eigenen Raum auch zu erweitern von Bedeutungsmöglichkeiten. Genau, und wie ich schon verraten habe, geht es heute wieder um Ren. Ich habe leider die Premiere um 20 Uhr hier in Deutschland verpasst, weil ich auf dem Geburtstag von meinem Vater gewesen bin. Und der war mir dann tatsächlich doch ein bisschen wichtiger. Aber jetzt ist es hier schon kurz vor 10:30. Ich habe gedacht, ich mache es trotzdem, damit ich einfach dann entspannt heute das Video droppen kann. Natürlich wieder ein paar Tage später nach der Premiere, einfach damit ein bisschen mehr Sichtbarkeit für mein Video kommt und ich nicht neben den ganzen großen Reaction-Kanälen untergehe. Aber jetzt lang genug gequatscht. Ich bin sehr gespannt und sehr freudig auf Impatient. Ren und Webby, der neue Song. Let's go. Instigator. Machen wir hier einmal das Fenster auf. Let's go. Love it jetzt schon. Sell $1 for a dime. Watch the world collapse. I'm driving across that county line. Once I do, I won't look back. Daylight knocking at my door. Staring to the sun in times of peace, I'll go to war. Instigator. 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 Steady with it, like machete with it, heavy with it, shred and kill it. But wait a minute, I already did it. Webby did it. Welcome to the clinic, I'm a surgeon cutting lyrics and raising spirits in this motherfucker. Step to the rhythm, shovel, treble and bass. This culture is a breeding ground for my mistakes. I pray for a better way to waste my time. Don't wait until tomorrow when I take what's mine. Cold and calculated, that's the instigator. Not intimidated, I'm a force of nature. Fate dictates a place where the penny will drop. Heads roll, calm and let the guillotine chop. Sell $1 for a dime. Watch the world collapse. I'm driving across that county line. Once I do, I won't look back. Daylight knocking at my door. Staring to the sun in times of peace, I'll go to war. Instigator. Eine Schweinsmaske. Instigator. Yeah. Instigator. Meds pop, dread locked in. You could get got like
light a cig with the dead eye for the headshot. Feds watch, we the sickest puppies in the pet shop. And they ain't fucking with the sick boy and the web drop. Hell nah, we them whack jobs with the mice fours. Strike first, the attack dogs. We ignite wars, run things from a dark cell. Let the psych ward choke them to death with the mic cord. See, I went to battle in Athens. I spilled the blood of Olympus. Stepped through the ashes of castles and torn asunder. My critics, they'll read me on the hieroglyphics. With King Tut as my witness, then turned and murdered them for witnessing like government business. Don't give a fuck about riches, the power, money, your bitches. There ain't a thing I got in common with the one of you bitches. I just want blood on the fucking blade that I stuck in you bitches. And get a workout shovel in the grave I dug for you bitches. Well, Sell $1 for a dime. Watch the world collapse. I'm driving across that county line. Once I do, I won't look back. Daylight knocking at my door. Step into the sun in times of peace. I'll go to war. Instigator, sweet defeat, the sweetest Das ging one. schnell. Pick your poison from the vine. Win or losing, I don't mind. I just came to see all of it falling apart, and I watch as it burns. Instigator. Oi. Instigator. 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 Ja, da ist er. come on, man. Yeah, right. You just swung. If I would have, Yeah, you would've what? You would've what, huh? I could see in his eyes he was scared. Yeah, terrified. Oh, I still got this. Yeah. All guards report in now. This is not a fucking drill! So everybody gather round. It's the greatest show in town. And when the voices get too loud, just come on down. Welcome to the madhouse. Welcome to the Madhouse. War das schon der Teaser für den nächsten Song? Spannend. Okay. Wir machen natürlich noch eine Runde. Okay, erste Gedanken. Ich habe zwischendurch gedacht, das sah jetzt auch so ein bisschen aus wie ein Crossroads-Deal. Also als wäre das quasi nochmal so ein Ding, wo die beiden dieses Mal quasi an die Straßenlichtung kommen, wo diese zwiespältigen Männer stehen und ihnen einen Vertrag quasi anbieten, den sie ablehnen und nicht unterschreiben. Und das Spannende ist, dann kommt quasi so ein Typ, der quasi ihnen droht oder sie einfach quasi verprügeln will. Ich muss gleich nochmal gucken, was es mit der Tasche auf sich hatte, aber wenn ich das richtig gesehen habe, in dieser Tasche von Ren, die er sich dann zurückgeholt hat, da war das Album drin, ne? Das Asylum-Album von Impatient. Also, ich hatte ja auch schon bei Down the Road kurz gedacht, dass es da quasi so eine Art Parallele geben könnte zu dem Plattenlabel. Weil ich glaube, nicht nur Ren, ich glaube auch Webby sind nicht unter Plattenvertrag, sondern independent, richtig? Wie gesagt, ich habe mit Webby so gar keine Erfahrung. Ich habe noch die eine Empfehlung, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Steht auf meiner Liste. Aber dass es hier genau darum geht, ne, wie man Erfolg kriegt, ohne den Teufelsvertrag zu unterschreiben bei den Plattenlabels. Und die das natürlich alle nicht geil finden. So, wenn plötzlich Künstler da sind, die Erfolg haben und durchstarten mit Independent-Mucke. Weil das natürlich dem Ruf wieder schadet. So. Und es vielleicht wiederum andere Künstler anregen könnte, das genauso zu machen.
Und, ja, spannend, dass sie deswegen vielleicht, ne, da sind 2 Künstler, die wollen wir unter Vertrag kriegen, damit wir da Kohle einsacken können. Die wollen aber nicht unter den Bedingungen. Also müssen wir die irgendwie entweder überzeugen oder bedrohen. Und ich habe mich gerade gefragt, weil wir hatten das ja auch beim Starry Night, dass, das Video oder dass der Song von YouTube so ein bisschen, geshadowbanned war quasi, ne? Also nicht gepusht wurde vom Algorithmus, dass das einfach quasi wie untergegangen ist und Ren gebeten hat, seine Community, das Video zu hypen, zu sharen und immer wieder aufzurufen und ganz viel zu liken und so, damit das da endlich über diese Schwelle drüber kommt quasi. Und, ja, ich meine, YouTube, was Reaction-Szene anbelangt, ist ja sowieso ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Plattenlabels. Immer mehr, Reaction-Channel, die irgendwie darauf aufmerksam machen, dass es echt schwierig ist, noch, 'n erfolgreichen Kanal zu haben, ohne dass du die ganze Zeit, ähm, dein Geld, was du damit verdienen würdest, sozusagen ab einem gewissen Level, da bin ich ja noch lange nicht, ne, aber, ab einem gewissen Level, wo du die Videos monetarisieren könntest, die Plattenlabels halt alles einkassieren und, scheiß auf Fair Use sozusagen und wie viel du deinen eigenen Content dazu gibst. Sie kriegen einfach das komplette Geld, so. Und, wenn du dem nicht zustimmst, dann wirst du halt verklagt, so. Oder von YouTube runtergeschmissen, sozusagen, wenn du das zu häufig machst. Hm, und dass es echt 'ne schwierige Nummer geworden ist, so. Und deswegen unterstützt ja Ren auch die Reaction-Szene so sehr. Genau, also das ist auf jeden Fall mein allererster Guess, so worum es hier gehen könnte quasi in dem Song und in dem Video, ne? Ich meine, Instigator, Anstifter, so. Und wir wissen ja, Ren ist ja sowieso eher 'n bisschen Rebell, so, was so viele Sachen anbelangt. Hm, von daher würde das ganz gut passen. Aber wir machen jetzt noch mal Stück für Stück Durchgang. Dum, 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 Moment. Ja doch. dum, 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 Was sieht man verdammt, was sieht man da? dum, dum, Nein, ich will es noch mal kurz sehen. Kann ich das ach so, Meet Me Outside, okay. Sell $1 for a dime. Watch the Entschuldigt bitte. Bei Ren hat ja irgendwie vieles nicht so unbedingt Zufallswert. Und ich habe mich gerade gefragt, dieses Bild hier, kennt man das? Steht das für irgendwas? Und da ist auch ein Bild. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ne? So sehr ich kenne mich mit Kunst nicht aus und den ganzen Stilen, aber es sieht erst mal nach 'nem eher verzweifelten Bild aus, so von den Augen her und so. Und dann eher, ne, dieses kantige, verstückelte. Spannend. Sell $1 for a dime. Watch the world collapse. I'm driving across that county line. Once I do, I won't look back. Daylight knocking at my door. Step into the sun. In times of peace, I'll go to war. Das ist auch noch mal interessant. Über die Zeile bin ich vorhin schon gestolpert. „In times of peace I'll go to war." Hm, und wenn wir jetzt hier quasi davon sprechen, ne, dass wir jemanden haben, der sich selbst als Anstifter sieht, so, hm, dann ist das ja im Prinzip impliziert das Ganze ja. Jemand stiftet etwas an in dem Moment, wo es ruhig ist. Da wird etwas initiiert, was zur Unruhe führt. Zumindest ist das so die offizielle Bedeutung. Es kann natürlich auch sein, dass jemand, in Zeiten von Krieg Frieden anstiftet, sozusagen. Aber im herkömmlichen Sinne würde man das eher andersrum drehen. Und er sagt das ja auch: „In times of peace I'll go to war." Und das ist ganz interessant, ne? Da mal zu gucken, wie kommt man auf die Idee? Wenn man jetzt ganz viel Bedeutung da reingeben würde, was ich fast für diesen Song nicht tun würde.
Aber vielleicht könnte man es auf der Ebene sehen, dass man sagt, naja, es gibt Menschen, die fühlen sich in Zeiten von Frieden nicht wohl, weil sie dann, wenn sie endlich zur Ruhe kommen, wenn es nichts zu tun gibt, plötzlich merken, was alles in ihnen los ist, was für eine Unruhe in ihnen eigentlich steckt. Dann kommt vielleicht Schmerz oder Leid oder alte Geschichten irgendwie wieder hoch und dann muss irgendwas passieren, irgendwas muss sie ablenken von dem, was in ihnen ist. So. Und deswegen zetteln sie irgendwas an, damit wieder was los ist, um das sie sich kümmern können im Außen. Mm, Und ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Ähm, Dass wenn, ich brauche einen kurzen Gedankenmoment, wahrscheinlich spule ich hier wieder vor. Genau. Und zwar, wenn, wenn das Land zur Ruhe kommt, zum Beispiel, wenn wir jetzt im System sind, zum Beispiel. Und Ren hat ja zum Beispiel auch im Money Game 1 davon gesprochen, ne, dass die Mitte schläft. So. Und das kann das auch sein, ne, dass wenn auf einer Ebene das endlich mal das System, oder was heißt endlich, das System zur Ruhe kommt, mm, weil sich keiner kümmert, weil sich alle quasi gerade um ihren eigenen Kram beschäftigen, weil die Leute aufhören, aufmerksam zu sein, sich das bequem gemacht haben, ähm, dass dann der Kampf für das Gute sozusagen untergeht oder für Veränderungen, die notwendig wäre, untergeht. Dass es gerade dann wichtig ist, die Menschen wieder wachzurütteln und aufzurütteln und wieder anzustiften, sozusagen. Das könnte es auch sein. Ne, dieses, nicht einschlafen, weitermachen, weiterkämpfen. So. Mm, Das könnte man hier vielleicht eher rein interpretieren. Was würdet ihr sagen? Aber jetzt lasst uns nochmal weiterhören. Der Blick. Into the sun in times of peace I'll go to war. Instigator. 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 Steady with it, like machete with it, heavy with it, shred and kill it. But wait a minute, I already did it. Webby did it. Welcome to the clinic, I'm a surgeon cutting lyrics and raising spirits in this motherfucker. Step to the rhythm, shovel, treble and bass. This culture is a breeding ground for my mistakes. I pray for a better way to Okay. Da war irgendwas drin. This culture is a breeding ground for my mistakes. Den Satz finde ich interessant. Ein Schlückchen Tee trinken darauf. Also, ich kenne mich in der Kultur von Wales und England nicht so aus. Aber die EU-Kulturen sind ja relativ ähnlich. A breeding ground for my mistakes. Ist die Frage, was er für Mistakes meint. Und auch hier, ne, ich habe keine Übersicht über die Sachen, die Webby gemacht hat. Ich meine, die haben ja vorher davon gesprochen, ne, so dieses, Webby hat schon ordentlich irgendwie quasi reingehauen, so, mit seiner Machete. Mm. Und vielleicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, dass Ren von dieser schlafenden Mitte gesprochen hat. Vielleicht, dass er selber eingeschlafen ist und nicht viel gemacht hat. Oder dass er falsche Entscheidungen getroffen hat, basierend auf dem, wie die Gesellschaft, wie die Kultur quasi aufgestellt ist, basierend auf Materialismus, auf Erfolg, so auf etwas darstellen, dass er den Weg auch gegangen ist. Und deswegen sich vielleicht auch damals hat hinreißen lassen zu, ich brauche ein Label, um Erfolg zu haben, was ja quasi der Fall gewesen ist vor seiner Erkrankung. Was glaubt ihr, was er damit meint? This culture is a breeding ground for my mistakes. I pray for a better way to waste my time. Don't wait until tomorrow when I take what's mine. Cold and calculated, that's the instigator. Not intimidated, I'm a force of nature. Fate dictates the place where the penny will drop. Heads roll, calm and let the guillotine chop. Sell $1 for a dime.
and watch the world collapse. I'm driving across that county line. Once I do, I won't look back. Daylight knocking at my door. Staring to the sun in times of peace, I'll go to war. Instigator. Den Punkt finde ich auch interessant, ne? Weil es ist nicht nur die einfache Schweinsmaske, sondern es ist eine Schweinsmaske. Wann haben wir die das letzte Mal gesehen? Das ist diese ganz gruselige. Die war nicht bei High Ren, oder? Nee, die kam später. Die kam zu den Sins, zu diesen ganzen Kurzvideos. Waren das die Kurzvideos, die vor Money Game 3 kamen, wo er quasi die Sünden gemacht hat? Da saß auch immer dieser Typ im Anzug am Schreibtisch und der hatte auch diese gruselige Schweinsmaske auf. Und ne, wir wissen, Schweinsmaske ist immer Greed. Und dann nochmal ganz speziell in Bezug auf Money Game und die Sünden. Und es ist interessant, dass er quasi jetzt die Türen schließt zu dem Transporter. Vielleicht muss man da auch nicht so viel rein interpretieren, aber ich finde es dennoch interessant. Weil sie werden jetzt quasi ja mit dem Transporter zu diesem Treffpunkt gefahren, mit diesen Vertragsleuten. So, ob es jetzt Label ist oder nicht. So, aber es geht anscheinend ja darum, irgendeinen Deal zu machen. Und da könnte dann halt Greed mit reinkommen, ne? Und er hat halt davon gesprochen, so past mistakes, breeding on the ground of the culture I grew up. Das heißt, ja, zum einen die Kultur, die damit zu tun hat, und zum anderen das, wo er sich gerade auf dem Weg hin macht. Ja, lasst uns weiter gucken. Was ist eure Theorie? Instigator. Instigator. Vielleicht haben sie auch beide schon hier jetzt den Plan, quasi das System auszutricksen und wissen ganz genau, dass die auf dem Weg sind und sich gerade in die Höhle des Löwen quasi begeben oder auf dem Weg dorthin sind. Weil die sich halt, ne, so die Fistbump geben. Klingt, oder sieht so aus, als hätten sie einen Plan. Und vielleicht auch nicht, vielleicht ist der Plan einfach nur, diesen Vertrag zu unterschreiben. Ich weiß es nicht. Yeah. Instigator. Meds pop, dreadlocked in, you could get got. Light a cig with the dead eye for the headshot. Feds watch, we the sickest puppies in the pet shop. And they ain't fucking with the sick boy and the web drop. Hier haben wir nochmal die Geschichte mit, wir sind die krankesten Puppies, Hundewelpen oder was auch immer, im Tierladen. Was ja im Prinzip auch eine Referenz zu Sick Boy von Ren ist. Und interessanterweise ja auch, ich glaube auch A List of Our Time. Und dann im Anschluss darauf quasi die ganze King Dotter-Geschichte, wo King Dotter ja auch dieses Sick Little Puppy aufgegriffen hat. Und Ren ja dann später in seinem King Dotter das auch nochmal. Und they ain't fucking with a sick boy at the web drop. Und dieses Webdrop, ne, das später könnte wieder auf YouTube anspielen. Und dass Ren da halt seine Karriere gemacht hat. So. Und da kann ihm da keiner was. Ich weiß. Es ist auch echt spät. Verdammt, mein Gehirn. Ich hatte gehofft, dass mein Gehirn noch gut genug funktioniert. Wir schauen mal. Wie gesagt, ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Okay, weiter. Die for the headshot. Feds watch, we the sickest puppies in the pet shop. And they ain't fucking with the sick boy and the web drop. Hell nah, we them whack jobs with the mice fours. Strike first, the attack dogs. We ignite wars, run things from a dark cell. Let the psych ward choke them to death with the mic cord. See ya. Das ist spannend. Entschuldigt, dass ich schon wieder Pause mache, aber the attack ignite wars, run things from a dark cell, genau. Vielleicht könnt ihr mir helfen und einfach auch nochmal kurz irgendwie in die Kommentare schreiben,
was, was die Geschichte von Bobby ist. Ob der auch eine Krankheitsgeschichte oder irgendwas am Start hat, von der ich nichts weiß. Hm, oder irgendeine andere Geschichte, die in die Richtung geht. Aber dieses Run Things from a Dark Cell. So, bei Ren können wir da wieder auch auf die Krankheit gehen, ne? So, dieses in seinem Bett gefesselt, so wegen der Krankheit oder Krankenhaus oder was auch immer, so Psychiatrie und dennoch immer weitermachen, dennoch die Kunst machen und Dinge vorantreiben, dennoch wachsam bleiben für die Gesellschaft, für das Geschehen drumherum. So, und ja, und nee, ich lasse das erstmal so With stehen. the mice fours, strike first, the attack dogs. We ignite wars, run things from a dark cell. Let the psych ward choke them to death with the mic cord. See, I went to battle in Athens. I spilled the blood of Olympus, stepped through the ashes of castles and torn asunder. My critics, they'll read me on a hieroglyphics with King Tut as my witness, then turned and murdered them for witnessing like government business. Don't give a fuck about riches, the power, money, your bitches. There ain't a thing I got in common with the one of you bitches. I just want blood on the fucking blade that I stuck in you bitches and get a workout shovel in the grave I dug for you bitches. Well, Also, wenn man jetzt den Text dazu nimmt, zu dem, was gerade geschieht, dann wirkt es eher so, als wäre das schon geplant gewesen, so dieses, hey, wir können gerne ins Gespräch gehen, aber ihr kriegt nichts von uns. Wir brauchen niemanden. Fuck you und euren Vertrag, euer Plattenlabel. So, wir wollen euch auflaufen sehen, wir wollen euch mit eurer Gier an unserer Messerspitze oder an unserer Schwertspitze haben, euer Blut. So. Und dass das quasi dieser Deal, der hier irgendwie fabriziert wurde, ein Scam gewesen ist oder so von Ren und Webby. Wer weiß. Und dass die deswegen vielleicht wütend auf die beiden geworden sind oder auf einen von beiden oder auf jeden einzeln. Kann man da irgendwas? You can have connect 666 additional albums. Immortal Identities. Und dann oben dieses Logo mit der brennenden Welt. Total Dominion Entertainment. Wundert mich, dass da nicht Lockwood steht. Ja, Recording Agreement. Ja. Assigns to the label. Our rights and to the music. Melodies. Extended. List voice memos. Exclusive control over the artist's birth certification with full permission for the label to legally rename any or all members at will. What the heck? Okay, also Teufelsvertrag. Krass. Ja, mit ganz viel Kohle im Geldkoffer, wenn ich das richtig sehe. Ja, spannend. Like government business, don't give a fuck about riches, the power, money, your bitches. There ain't a thing I got in common with the one of you bitches. I just want blood on the fucking blade that I stuck in you bitches and get a workout shovel in the grave I dug for you bitches. Well, Sell $1 for a dime. Watch the world collapse. I'm driving across that county line. Once I do, I won't look back. Daylight knocking at my door. Step into the sun in times of peace. I'll go to war. Instigator, sweet the sweetest. Ich musste vorhin schon lachen bei dieser Szene. Ren geht hin, Punch und down. Und in Murderer sieht man ihn boxen und so, dann würde man gar nicht denken, dass er gleich quasi beim ersten Punch down geht. Aber, ja. Und irgendwo, was hat er gesagt? I'm driving across that country line.
Once I do, I won't look back. Ja. In times of peace, I'm going to sweat defeat the sweetest wine. Pick your poison from the wine. Bedeutung. We're not losing, I don't mind. Also im Prinzip, wenn ich das richtig deute und mein Gehirn das richtig ausspuckt gerade, dann könnte das auch wieder eine Anspielung sein auf das, was uns alle vergiftet. So, diese ganze Gier, diese ganze Materialismusgeschichte, höher, besser, weiter, richtig, falsch, die Polarisation, all das. Und es gibt so viel, was uns vergiftet. So. Und dem den Rücken zuzukehren und zu sagen, I don't give a fuck. So, lasst mich in Ruhe. Ich lebe mein Leben. So. Das ist dann quasi schon das, was quasi einen zum Anstifter macht, weil man nicht mitspielt. Das wäre natürlich auch noch mal eine Deutung. Wine. Pick your poison from the vine. We're not losing, I don't mind. I just came to see all of it falling apart, and I watch as it burns. Instigator. Oi. Instigator. Instigator. Der Koffer muss mit. Instigator. Come on, man. Yeah, right. You just swung. If I would have, Yeah, you would've what, huh? I could see in his eyes he was scared. Yeah, terrified. Terrified. Oh, I still got this. Ja. Okay. All guards report in now. This is not a fucking drill! So everybody gather round. It's the greatest show in town. And when the voices get too loud, just come on down. Welcome to the madhouse. Welcome to the Madhouse. Just Ja. come on. Entschuldigt. Also, Welcome to the Madhouse. Ja, der Typ hatte echt Angst vor Ren. Der konnte es in seinen Augen sehen. Spannend. Und ja, genau, er hat aus seiner Tasche, die er dann dem Label wieder abgenommen hat, das Album rausgezogen. Und Webby hat alle verprügelt, während Ren einen Punch gekriegt hat und down war. Ja, könnte am Sick Little Puppy liegen, muss aber nicht. Spannender Song. Macht auf der einen Seite wieder viel Freude. So. Auf der anderen Seite liegt da natürlich wieder die Verbindung zu Money Game drin. Ich würde sagen, zu allen 3 Money Game Songs. Zu Money Ties, alles, ne? Ich meine, bei Ren zieht sich ja sowieso immer der rote Faden durch. Gerade was so Systemkritik, das Money Game, Materialismus, all das irgendwie Greed, also Gier, anbelangt. Und es ist cool, die Nummer jetzt mit Webby zu haben. Ich bin gespannt auf den Song von Webby, der mir empfohlen wurde. Wenn ihr sagt, begib dich auf die Reise, dann lernst du noch ein bisschen andere spannende Sachen über Webby kennen. Droppt auch das gerne in die Kommentare. Und ich versuche Stück für Stück die Sachen abzuarbeiten, aber ich habe inzwischen eine kleine Liste. Das wird also ein bisschen brauchen. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, ist das Video lang genug. Und wir belassen es für heute dabei. Alles, was ich verpasst habe, es wird viel gewesen sein. Ich habe gemerkt, mein Gehirn hat heute nicht mehr so viel hergegeben. Droppt es in die Kommentare, klärt mich und alle anderen auf mit euren Sichtweisen, mit euren Insights.
Vielleicht gibt's auch gleich wieder irgendein Interview zwischen Nox und Ren oder so, wo sie noch mal drüber sprechen. Ähm, und dann gucke ich mir das auf jeden Fall auch an. Und ich werde mir wahrscheinlich auch, ähm, ja, die ganzen anderen Reaction-Videos angucken, was andere Reactors dazu sagen. Aber erstmal belassen wir es dabei. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ach so, und ganz, ganz wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt, und aktiviert die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Wir bleiben auf jeden Fall auf der Ren-Reise. Impatient, das Asylum-Album sozusagen, wird ja jetzt Stück für Stück werden ein paar Songs gedroppt und da bin ich auf jeden Fall dabei. Von daher, also, schönen Abend euch und bis bald.